In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Auftrag auf der Rio-Plattform anlegen und verturen können. Wir befinden uns jetzt im Hauptmenü von der Rio-Plattform. Und zuallererst öffnen wir jetzt die Auftragskommunikation. In der Rio-Auftragsmaske haben Sie alle Ihre Aufträge im Überblick. Jeder Auftrag hat in der ersten Spalte seine eigene Auftragsnummer. Direkt daneben steht Ihr Kunde und in der nächsten Spalte sehen Sie dann den Abholort sowie den Ziellieferort. Außerdem können Sie den aktuellen Status Ihrer Tour in der letzten Spalte einsehen. Es gibt offene Aufträge, geplante Aufträge. Sie sehen die Aufträge, die bereits unterwegs sind und Aufträge, die abgeschlossen sind. In der obersten Zeile haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Aufträge nach dem Status zu filtern, um einen noch besseren Überblick zu erlangen. Im nächsten Schritt können wir jetzt einen Auftrag erstellen, indem wir oben links den Button Auftrag anlegen drücken. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem Sie nun alle Auftragsdetails eintragen. Beginnen Sie zuallererst mit der Auftragsnummer. Diese können Sie generieren lassen oder selber erstellen. Im nächsten Schritt geben Sie den Namen Ihres Kunden ein und legen dann los, den Abholort festzulegen. Geben Sie an, bei welchem Unternehmen die Abholung stattfindet und wo sich diese befindet, indem Sie die Adresse in das passende Feld in der Mitte eintragen. Sobald Sie mit dem Tippen beginnen, werden Ihnen auch bereits Vorschläge gegeben, die den Prozess für Sie vereinfachen und Ihnen helfen, die passende Adresse schneller zu finden. Daraufhin haben Sie die Möglichkeit, noch einen Kommentar für Ihren Fahrer zu hinterlassen, um ihn auf Herausforderungen am Abholort bereits zu informieren. Nun legen Sie noch das Zeitfenster der Abholung fest, indem Sie Datum und Uhrzeiten festlegen. Sobald Sie das erledigt haben, können wir den gleichen Prozess auch für den Lieferort wiederholen. Nun haben Sie die wichtigsten Informationen bereits notiert und können, bei Bedarf im nächsten Schritt, noch die Ladung hinzufügen, die der Fahrer abholen soll. Drücken Sie dazu den Button Weiter zur Ladung. Hier haben Sie die Möglichkeit, genaue Mengen- und Größenangaben zu machen, sowie einen Ladungsträger festzulegen und natürlich auch eine Beschreibung hinzuzufügen. Sie können hier so viele Ladungen wie nötig anlegen. Wenn Sie alle wichtigen Informationen nun im Auftrag hinterlegt haben, können Sie den Auftrag nun anlegen und bei Bedarf auch direkt mit dem Anlegen des nächsten Auftrages beginnen. Ihr Auftrag wurde nun erfolgreich angelegt und ist als offen gekennzeichnet. Jetzt besteht für Sie die Möglichkeit, den Auftrag zu stornieren, zu bearbeiten oder zu duplizieren. Den Auftrag zu duplizieren bietet sich beispielsweise an, wenn es ein wiederkehrender Auftrag ist. In diesem Fall öffnet sich das Auftragsfenster. Sie vergeben eine neue Auftragsnummer und können Anpassungen vornehmen, wie zum Beispiel die Änderung des Abholfensters. Wenn auch die Ladung passt, dann können Sie auch diesen Auftrag schnell anlegen. Wenn Sie auf einen Auftrag klicken, haben Sie rechts in der Detailseite die Möglichkeit, alle Informationen nochmal einzusehen und können darüber hinaus noch benötigte Abholdokumente und Lieferdokumente für Ihren Fahrer hochladen. Um Ihren Auftrag jetzt einem Fahrer zuzuweisen, drücken Sie entweder den Auftrag Verturen-Button unten auf der Detailseite oder Sie wählen mehrere Aufträge, die beispielsweise auf einer Strecke liegen, aus und erstellen daraus eine Tour, indem Sie den Auftrag Verturen-Button oben links drücken. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, das Ihnen alle Stopps der Tour anzeigt und Ihnen die Möglichkeit bringt, die Stopps, wenn nötig, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Geben Sie Ihrer Tour einen Namen und weisen Sie sie gegebenenfalls einem Fahrer, einem Fahrzeug und einem Trailer zu. Drücken Sie nur noch Tour anlegen und die Tour wird an die Pocket Driver App Ihres Fahrers übergeben.